Hallo Bullet Journal Fans, hallo Ryder. Ich habe schon seit langer Zeit das Bullet Journal für mich entdeckt und nutze das auch tatsächlich täglich, weil das für mich ein System ist, was super funktioniert und auch ein super cooles System, was Ryder da entwickelt hat. Und jetzt habe ich X17 getestet. Das ist eine Version von einem Notizbuch. Da kann man seine verschiedenen Hefte frei zusammenwürfeln und auch austauschen. Da gibt es verschiedene Hefte, die man designen kann. Und das ist alles super kreativ und ganz viel, was man einfach machen kann. Und jetzt habe ich das als Bullet Journal 2.0 getestet und möchte euch das gerne vorstellen. Okay, ja, ich habe mir für die Hülle das Material ausgesucht und habe dann mit meinem Lieblingsschwarzen Kugelschreiber erst die Konturen gemalt und dann so ein Muster, was mir gut gefallen hat. Ich finde es auch super mit dem abgenähten Rand, weil man da eine Struktur mit drin hat. Das hat mir sehr gut gefallen. Man kann natürlich auch andere Materialien nehmen und man kann mit ganz vielen Materialien auch bekleben. Hier ist jetzt ein Leder auf Leder geworden, ein paar Blümchen ausgeschnitten im Mosaik. Kann man natürlich auch alles andere machen. Man kann die Hülle komplett bekleben, was sicherlich auch sehr schön aussieht. Man kann auch mit Papier bekleben, man kann Fotos draufkleben. Da wird es dann natürlich noch mal viel persönlicher. Man kann auch drauf sticken, man kann Stoff draufkleben. Man kann eigentlich alles mit dieser Hülle machen, was man so möchte. Dann habe ich hier so eine schicke Hülle genommen und da meine wichtigsten Sprüche und so ein paar Bildchen ausgedruckt, die mir gut gefallen haben. Genau, und dann habe ich da mein erstes Heft. Da habe ich mit Bleistift draufgeschrieben, worum es geht. Das ist jetzt mein erstes Halbjahr 2022. Man kann den Umschlag auch super bekleben, das funktioniert gut mit Fotos. Oder man kann auch aus Magazinen kann man was ausschneiden und da einen ganz neuen Umschlag für das Heft basteln. Was auch super funktioniert, ist, wenn man so ein Guckloch da reinschneidet. Dann hat man nämlich direkt eine weiße Seite, die man komplett gestalten kann. Da kann man auch das Titelblatt dann auf weiß gestalten oder auch draufkleben. Dann habe ich hier eine Wochenübersicht. Dann gibt es hier auch eine Wochenübersicht, wenn ich Studienzeit habe. Da habe ich mir das eingeteilt in Studienzeit und Privatzeit, damit ich das nicht vermische. Dann kommen wir hier nochmal zu einem Gewohnheiten-Tracker. Ich habe mir jetzt aufgeschrieben, einen Putzplan für das ganze Jahr. Habe ich im Geburtstagskalender gemalt. Der Nachteil hier ist, dass da das Gummiband in der Mitte ist. Aber das ist natürlich auch nur an einer Seite im Buch so und der Geburtstagskalender kann an jeder anderen beliebigen Seite auch gezeichnet werden und da wäre dann das Gummiband nicht im Weg. Und jetzt kommt das letzte Heft und das letzte Heft ist für mich was ganz Besonderes. Das ist für mich ein ganz besonderes Heft, weil das eins ist, was ich über Jahre hinweg benutze. Ich habe da Erinnerungen, Sprüche, Dankbarkeiten drin, die ich nicht nur in einem Jahr brauche, sondern die mir in meinem ganzen Leben was bringen und die ich deswegen immer bei mir haben möchte. Das beginnt mit einer Seite, This is why I'm here. Die erste Seite ist die ewige Dankbarkeitsseite. Dann habe ich hier eine Meine Freunde-Liste und warum ich sie liebe. Dann habe ich noch eine Seite für meine Reisen, was geplant ist und da auch was vergangen ist. Das ist meine Sprüche-Seite. Das sind Sprüche, die mich inspirieren, aus denen ich was gelernt habe, die ich für meine Zukunft auch immer dabei haben möchte. Dann gibt es eine Seite mit meinen Eigenschaften zur Persönlichkeitsentwicklung, wo ich immer mal wieder festhalte, wie ich mich entwickle, wie ich mich selber sehe und ob sich da vielleicht über die Jahre was verändert. Und dann gibt es noch eine Seite, was mir leicht und was mir schwer fällt, auch um einschätzen zu können, wer bin ich, was mache ich, woran kann ich vor allem arbeiten, was fällt mir noch nicht so ganz leicht, aber auch meine Stärken zu erkennen, was mir leicht fällt und womit ich gut klarkomme, um einfach auch ein klares Bild von mir selbst zu haben. Das ist die Archivbox, die finde ich vom Design her super, weil sie einfach total praktisch ist. Sie hat eine super Größe und das Material eignet sich natürlich auch für alles. Am Ende vom Jahr kann man dort Dinge drin sammeln und den Buchrücken, den man auch individuell gestalten kann man dann in den Schrank stellen. Da hat man dann auch eine super Übersicht, was das Jahr über so passiert ist. So, und hier nochmal die Zusammenfassung, was das Bullet Journal 2.0 für mich ausmacht. Erstens, du kannst aus unterschiedlichen Hüllen wählen.
Lederfasermaterial oder veganes Material, auch verschiedene Ledersorten. Insgesamt gibt es über 20 verschiedene Hüllen. Zweitens, du kannst die Hülle gestalten. Du kannst sie bemalen, bekleben, besticken. Du kannst alles Mögliche damit machen und deiner Kreativität freien Lauf lassen. Drittens, du kannst Hüllen für 2, 3 oder 4 Hefte wählen. Viertens, du kannst gepunktete Hefte nehmen, aber auch blanko oder kariert oder liniert. Fünftens, du könntest sogar ein gedrucktes Kalenderheft nehmen, wenn dir das lieber ist. Sechstens, du kannst die einzelnen Hefte schön gestalten. Du kannst auch diese bemalen, bekleben. Du kannst ein Fenster reinschneiden, damit man die Seite dahinter sieht und diese Seite gestalten. Du kannst die Umschläge farbig machen. Du kannst auch mit Bleistift wunderbar auf die schwarzen Umschläge zeichnen. Nach dem ersten Halbjahr kommt das Heft raus. Das ist der 7. Punkt. Und das Neue kommt für das erste Halbjahr des neuen Jahres wieder rein. Das heißt, du hast nicht jahresübergreifend, sondern du kannst flexibel wechseln und so immer das wichtige Halbjahr dabei haben und kannst quasi immer halbjährlich wechseln. Achtens, du kannst dein ewiges Heft immer dabei haben. Zum Beispiel für die ewige Dankbarkeit, für meine Freunde und warum ich sie liebe, für meine Reisen, Sprüche, die mir wichtig sind, meine Eigenschaften, was mir leicht und was mir schwerfällt, generell für die Persönlichkeitsentwicklung und alle Sachen, die dir wichtig sind, über mehrere Jahre hinweg dabei zu haben. 9. Du kannst hier eine oder mehrere Klarsichttaschen reinmachen. Das heißt, du kannst auch Kleinkram, Visitenkarten, Fotos immer dabei haben und neu sortieren, individuell, so wie es dir gefällt. 10. Du kannst hier auch einfach bunte Bänder als Lesezeichen reinmachen, so viel wie du willst. Du kannst dir die wichtigen Sachen immer markieren, du kannst verschiedene Farben nehmen, um verschiedene Farbschemata anzuwenden und Dinge schnell zu finden. 11. Du kannst auch farbige Gummibänder nehmen. Das heißt, du kannst dir zum Beispiel deine Bücher unterschiedlich markieren. 12. Es gibt dazu eine Archivbox. Die kann man gestalten, wie man will. Man kann hier auch Gegenstände reintun, die im Jahr wichtig waren. Und die kann man dort aufbewahren. Und die Archivbox stellt man danach einfach in das Regal und hat in kleinen Gegenständen und Erinnerungen das ganze Jahr als Übersicht. So, an der Stelle dann nochmal viele Grüße an Ryder. Vielleicht gefällt dir das ja auch. Und schreibt mir gerne in die Kommentare, wie es euch gefallen hat und was ihr zu den Vor- und Nachteilen denkt. Vielleicht ist das Bullet Journal 2.0 ja auch was für dich.